Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im letzten Video haben wir uns das Zerlegen und Befunden des Basisfahrzeugs angeschaut. Hinter mir sehen Sie die lackierte Karosse. In diesem Video wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen, welche Arbeitsschritte diesem Restaurationsabschnitt vorangegangen sind. Nach dem Zerlegen wurde das Fahrzeug chemisch entlackt. Dies geschieht, um alle Lackrückstände, Spachtelrückstände und Dämmungen vollständig zu entfernen. Der Vorteil davon ist, dass wir danach ein blankes Basisfahrzeug haben und wir die Karosserie befunden können. Erst nach dem Entlacken wird deutlich, welche Blechteile ersetzt oder erneuert werden müssen. Nun können die Karosseriearbeiten beginnen. Die neuen Blechteile werden angepasst und die Spaltmaße werden richtig eingestellt. Wenn die Karosseriearbeiten abgeschlossen sind, können die Lackierarbeiten beginnen. Hierbei ist vielleicht anzumerken, dass die Karosserie und sowohl die Lackierarbeiten im Restaurationsprozess den meisten Zeitaufwand darstellen. Das Lackieren der Karosse wird in mehreren Schritten durchgeführt. Es wird mit einer Grundierung begonnen, es folgt ein Spritzspachtel, daraufhin ein Unterbodenschutz, auch Steinschlagschutz genannt, es kommt der Decklack und der Klarlack. Je nach Decklack sind verschiedene Grundierungen für den Untergrund erforderlich. Der Steinschlagschutz dient dazu, wie der Name schon sagt, den Unterboden und den Lack vor Steinschlägen zu schützen. Dazu kommt, dass er die Geräusche im Fahrzeuginneren mindert. Die Lacke haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Wir benutzen einen Mercedes-Benz Original Farbton. Der Lack selber entspricht den modernsten Standards. Nun beginnen wir mit dem Wiederaufbau des Fahrzeuges. Hierbei beginnen wir am Unterboden. Im nächsten Video können Sie sehen, welche Arbeitsschritte dies umschließt.